bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den verbrannten MX-5. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, der MX-5 ist jetzt nicht mehr im Zelt. Der MX-5 ist jetzt in der Halle. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie ich den MX-5 einmal aus dem Zelt hier in die Halle gebracht habe. Hier, wo der Lexus aufsteht, und der MX-5 ist jetzt hier angekommen. Und der ist jetzt hier, um ja, weitere Blecharbeiten zu machen. Das Blech hier wird geschweißt, das Blech da hinten, also das Seitenteil wird geschweißt. Und der komplette Unterboden wird einmal komplett sauber gemacht, neu gemacht, versiegelt und so weiter und so fort. Es wird geguckt, ob da Rost ist, es wird geguckt, ob da irgendwas kaputt ist, und falls irgendwas kaputt ist oder voller Rost ist, dann wird das Ganze erneuert. Um den Unterboden sauber zu machen und um die Sachen hier alle einzuschweißen und sowas, habe ich mir ein sehr hilfreiches Gerät gekauft. Das Ganze, wie ich das zusammengebaut habe und wie ich den MX-5 drauf tue, das seht ihr jetzt. So, das ist er jetzt. Der MX-5 ist jetzt in der Luft. Hier unten habe ich noch Unterstellböckel drunter, weil ich habe den MX-5 gerade erst aufgehangen und ich denke mal, dass das wohl hält. Aber für den Fall der Fälle habe ich da jetzt Unterstellböcke drunter, und falls da eine Schraube oder meine Schweißnähte aufgeben, dann sollte das Ganze wohl halten. Ja, das ganze Teil, was
hier jetzt den MX-5 fällt. Das nennt sich Rotisserie oder Karosserie-Drehgestell. Ja, das Ding habe ich mir gekauft, einmal, und den MX-5, ja, einmal in Luft zu haben. Und das ganze Teil, wie ihr, glaube ich, gerade auch noch ein bisschen gesehen habt, kann ich dann einmal so um 360 Grad komplett drehen. Ich habe das jetzt nur so ein bisschen gedreht, weil ich jetzt noch die Aufhängung vorne und hinten drunter habe und somit der Schwerpunkt ein bisschen weit unten ist. Wenn ich die beiden jetzt drunter wegnehme, dann habe ich halt nur noch die Karosse und dann dürfte der Schwerpunkt relativ perfekt hier vorne sein. Und ja, dann sollte ich das Teil ohne Probleme drehen können. So mit zwei Mann ging das gerade nur so, keine Ahnung, wie viel Grad waren das? 10, 20 Grad. Wie der jetzt aufgehangen ist, ist einmal hier vorne haben wir diese zwei Metallteile, die nach vorne gehen. Und das hier habe ich komplett selber gebaut. Das ist im Prinzip ein, ich glaube, 2 mm oder 3 mm dickes Stahlvierkant. Dann habe ich hier einmal eine 1 cm dicke Platte. Und dann habe ich da drin noch so ein Fail-Safe, ist das, sage ich jetzt mal, falls aus irgendeinem Grund die M10 bzw. diese M8-Schraube, aus irgendeinem Grund auch immer, falls die dann bricht, dann hält das innen drin nochmal, weil hier innen drin hast du einmal den Träger, da geht das Rohr geht dann ungefähr bis hier vorne. Sprich, wenn die Schrauben alle auf einmal abbrechen sollten, dann wird das Ganze auf jeden Fall noch gehalten. Hier habe ich dann das alles festgeschweißt. Manche Schweißnähte sehen besser aus, manche sehen schlechter aus. Aber die sollten wohl alle gut halten. Da habe ich schön einmal drüber gebrutzelt. Der ist natürlich hinten jetzt einmal befestigt. Das ist hier, wo normalerweise die Heckschuhstange dran kommt. Das ist das. Und vorne ist das im Prinzip genau da auch, wo die Heckschuhstange dran kommt. Nicht die Heckschuhstange, die Frontschuhstange. Das ist genau gleich gemacht. Hier habe ich einmal wieder eine 1 cm dicke Platte. Dann auch wieder ein, ich glaube, 3 mm dickes Stahlvierkant. Oder dicken Stahlvierkant. Und dann in der Mitte, also hier drin in dem Träger, ich weiß gar nicht, kann man das sehen? Ne, hier ist alles dunkel. Dann ist da auch wieder so ein Vierkant drin, damit, falls die M6-Schrauben sind das jetzt hier, falls die 5 Stück aus dem Grund reißen sollten, ich glaube nicht, dass sie es tun werden, aber dann habe ich auf jeden Fall da auch wieder ein Fail-Safe drin, sprich, das Auto wird mir dann nicht auf den Boden klatschen, im besten Falle. Ja, das ist auf der anderen Seite nochmal gespiegelt und dann ist das Ganze hier einmal rübergeschoben. Ich hätte das bis hier hinten ganz machen können, aber ja, dafür hatte ich zu wenig Metall bestellt und ist jetzt so, aber soll wohl trotzdem halten. Und hier ist es dann jeweils mit einer Schraube befestigt. Das Ganze sollte auf jeden Fall halten. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich jetzt die Aufhängung und sowas alles drunter wegnehme und dann einfach nur das rohe Chassis nehme, das wiegt so ungefähr 250 Kilo, glaube ich, dann dürfte jede Schraube hier vorne und hinten ungefähr 16 Kilo halten. Und ich denke mal, so eine M6-Schraube bzw. hinten M10 und M8, die sollte das ohne Probleme halten. Ja. Was ist auf jeden Fall jetzt der Plan in den nächsten Videos? In den nächsten Videos werde ich jetzt erstmal hingehen und das hier einmal vollenden. Hier die Spalte einmal zumachen. Das wollte ich eigentlich in dem anderen Video schon machen. Wenn man dann hier so unten drunter sitzt und dann versucht, über Kopf hier zu schweißen, das ist dann sehr, sehr unangenehm. Und ich wusste ja, dass ich das Teil sowieso kaufen werde. Und dann habe ich eben gewartet, bis ich das Teil habe. Jetzt kann ich hingehen und dann einmal das ganze Auto so drehen und dann kann ich hier schön im Stehen schweißen. Was ich auch noch machen werde, ist natürlich, ich gehe mal rüber, ich werde auch noch hier den Kotflügel ansetzen, genauso wie das hier auch alles wieder schweißen, also Kotflügel und dann auch wieder Radhaus schweißen. Und was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich werde den MX-5 auch einmal komplett auf die Seite legen, dann 90 Grad im Prinzip so drehen und dann kann ich den Unterboden einmal sauber machen, inspizieren, gucken, wo Rost ist und so weiter und so fort. Aber das werde ich alles in einem anderen Video machen. Genauso wie die Aufhängung drunter wegbauen, das werde ich auch erst in einem anderen Video machen, weil wenn ich jetzt noch länger warten würde mit diesem Video, dann würdet ihr erst in noch 1,5 Wochen ein Video kriegen. Deswegen, das werde ich jetzt erstmal so hoch gebockt lassen. Gucken, ob das alles hält, gucken, ob da nichts irgendwie abbricht oder sowas, was ich natürlich nicht hoffen möchte. Ich will hoffen, das Auto bleibt so hoch, aber zur Not ja, fällt das hier, gerade hier fällt das dann so 2-3 cm und hier an den beiden Seiten fällt das dann so 5 cm. Und falls das dann irgendwie davon wegrutschen sollte, dann fällt es halt auf den Reifen. Also da ist so viel bedacht mit, dass das nicht irgendwie schräg auf den Boden fällt und dass das dann halt nicht kaputt geht. Auf jeden Fall, der MX-5 ist jetzt aus dem Zelt raus. Es kommt natürlich, wie man mich kennt, kommt natürlich wieder was ins Zelt rein. Aber das werdet ihr höchstwahrscheinlich in den nächsten Videos irgendwann sehen, was da reinkommt, welches Auto da reinkommt und wo dann dran gearbeitet wird. Auf jeden Fall, der MX-5 ist jetzt erstmal hier. Ich werde jetzt als erstes warten, dann werde ich die Aufhängung runternehmen, dann werde ich das da hinten auf der Beifahrerseite schweißen und dann werde ich höchstwahrscheinlich hingehen und entweder anfangen, den Kotflügel einzuschweißen, den Kotflügel einschweißen
Oder ich werde hingehen und schon mal den Unterboden komplett sauber machen und dann im Endeffekt das Ganze ja, erneuern und wieder hoffentlich so schön machen, wie es vorher mal war. Der MX-5 wird, sobald das Ganze hier wieder fertig ist, sobald das Seitenteil reingeschweißt ist und der Unterboden neu gemacht ist, wird das Auto wieder ins Zelt kommen. Aber ich denke mal, da werden noch ein paar Wochen bzw. Monate vergehen, bevor das erstmal wieder passiert. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.